Während ihr dieses Video schaut, gehen die Daten von meinem Spielplattenbuch gerade zur Druckerei bzw. sind dort bereits eingetroffen. Und während mein Team und ich nun erstmal kurz durchschnaufen, bevor von der Druckerei die PDF-Druckdateien zum letztmaligen Korrekturcheck und zur Freigabe kommen, möchte ich euch alle 5 Spielplatten aus dem Buch zeigen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kurz ein paar Worte zum Buch an sich. Das Buch ist in mehrere Kapitel unterteilt, wobei das Spielplattenkapitel mit rund 1/3 natürlich den Löwenanteil des Buches einnimmt. Davor gibt's viele kurze Tutorials zum Basteln und Bemalen von Tabletop-Gelände, die jeweils modular aufgebaut sind und sich quasi beliebig kombinieren lassen. Beim Bauen der 5 Spielplatten wird teils auf diese Tutorials verwiesen, also wie man zum Beispiel Bäume bastelt, verschiedenste Gebäude baut und Gewässer anlegt. So bleibt jedes Tutorial für sich kompakt und nichts im Buch wiederholt sich, wodurch das Buch eine größtmögliche Anzahl an Anleitungen enthält. Da aber bekanntlich immer noch mehr geht, habe ich das Buch nun mit dem Zusatz Band 1 versehen. Sprich, es wird definitiv ein zweites Spielplattenbuch mit weiteren Tutorials folgen. Allerdings wird sich mein nächstes Buch um ein anderes Geländebauthema drehen. Mehr dazu in einigen Wochen und im Frühjahr 2024 dann auf Kickstarter. Die erste Spielplatte ist eine modulare Landschaft mit 3 Segmenten, die sich verschieden aneinander stellen lassen. Wahlweise für eine quadratische oder eine sehr breite Spielfläche. Die Idee hierbei war, euch einfache Möglichkeiten für ein modulares Layout zu zeigen und dabei auch Höhenunterschiede einzubauen. Zum einen, weil Höhenunterschiede jede Spielplatte auflockern und man so bequem die Option hat, zum Beispiel Gewässer anzulegen und abnehmbare Bäume anzubringen. Die Höhenunterschiede werden mit Rampen und Treppen überbrückt, die wie die sonstigen Felsen auf dieser Spielplatte aus Rindenmulch entstanden sind. Im Buch stelle ich übrigens etliche Varianten zum Basteln von Felsen und Gebirge vor. Mein persönlicher Favorit ist aber mittlerweile Rindenmulch. Denn das Zeug ist leicht, bequem zu verarbeiten und sieht einfach super aus. Die zweite Spielplatte ist eine kleine modulare Spielfläche für Sci-Fi-Skirmish-Spiele wie zum Beispiel Kill Team oder Necromunda. Auch hier wieder mit Höhenunterschieden, denn ansonsten könnte man natürlich auch eine Spielmatte ausrollen. Das Basteln der verschiedenen Fliesen samt Abgießen zeige ich natürlich ebenfalls im Buch. Wer mag, kann aber natürlich auch ausreichend Fliesen aus zum Beispiel Hartschaum zuschneiden oder seinen 3D-Drucker anschalten. Die Deko an den Mauern stammt übrigens von Spielzeugwasserpistolen. Entsprechend ist die gesamte Spielplatte günstiger als so mancher GW-Bausatz. Die Bemalung ist bewusst düster und sehr grimdark gehalten. Passend dazu gibt's an anderer Stelle im Buch auch Gebäudeanleitungen. Aber natürlich könnte man auch alles viel heller und sauberer gestalten. Spielplatte Nummer 3 zeigt wieder eine modulare Bauweise, dieses Mal mit 4 gleich großen Segmenten, die sich besonders vielseitig kombinieren lassen. Auch hier habe ich wieder Höhenunterschiede eingebaut, die Felsen sind diesmal mit Korkrinde entstanden. Solche vergleichsweise simplen Landschaftsplatten lassen sich für zahlreiche Spielsysteme und Settings nutzen. Zum Beispiel für historische Wüstenexpeditionen, moderne Kriegsschauplätze, postapokalyptische Szenarien, Sci-Fi-Gefechte oder. Deutlich komplexer wird's dann bei Spielplatte Nummer 4, der Fantasy-Stadt. Diese Platte besteht aus einem großen Segment und enthält Höhenunterschiede von rund 14 cm, die mit günstigen Styroporplatten gebaut sind. Dadurch ist nicht nur ein breiter Kanal entstanden, der die Stadt teilt, sondern auch Tunnel, Rampen und zahlreiche Treppen sowie viele verschiedene Höhenebenen. Verbaut wurden zudem schätzungsweise 6.000 bis 7.000 Ziegel und Fliesen, aber keine Angst, das war mein persönlicher Hartschaum-Wahnsinn. Natürlich zeige ich im Buch auch, wie es schneller geht und wie man Mauern und Böden deutlich weniger zeitaufwendig gestaltet. Beispielsweise beim Basteln von passenden Gebäuden für diese Spielplatte, was auf einigen Seiten davor zu sehen ist. Den Abschluss im Buch bildet die Megacity-Spielplatte, zu der mich der Film Dread von 2012 inspiriert hat. Die Grundidee war, eine Spielplatte zu bauen, auf der die Figuren ob der Umgebung klein wirken und sich fast auf der Spielplatte verlieren. Die Fassade im Hintergrund ist daher über 1,5 Meter hoch. Auch, dass die Spielfläche leicht gedreht und somit nicht symmetrisch ist, geschah ganz bewusst. Denn schon ein paar Grad Drehung machen Spielflächen deutlich interessanter, als wenn alles gerade und perfekt gespiegelt ist.
Neben einem Unterbau aus Styropor und etwas Kork für den Straßenbelag besteht die restliche Spielplatte nur aus Hartschaum. Grob geschätzt hat diese Platte mit allem Drum und Dran daher nur rund 60 € an Materialkosten verschlungen. Auch hier sieht man mal wieder, finde ich, dass schicke Spielplatten nicht teuer sein müssen. Wie schon eingangs erwähnt, erfolgt in wenigen Tagen die Druckfreigabe, sodass die Bücher auf Deutsch und Englisch spätestens Anfang Dezember 2023 an die Kickstarter-Unterstützer und Late Pledge-Teilnehmer verschickt werden können. Der offizielle Vorverkauf bei Händlern ist ebenfalls schon gestartet. Jeder Vorbesteller erhält übrigens dort noch ein passendes Extra kostenlos zu seinem Spielplattenbuch dazu. Ab voraussichtlich dem 15. Dezember 2023 wird das Spielplattenbuch dann zusammen mit dem Werkzeuge- und Materialienbuch offiziell erhältlich sein. Dazu in einigen Wochen nochmal mehr. Erstmal sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!